Das Konzept erfasst die Idee paralleler Realitäten. Es behauptet, alles existiere simultan. Zeit sei eine Illusion und es gäbe diverse Erdenversionen, die jetzt existieren. Es geht nicht darum, unsere Welt zu verändern, sondern unsere Schwingung so anzupassen, dass wir uns hin zu einer parallelen Erde bewegen, die mehr unseren Vorlieben entspricht. Ich möchte zurück in der Sendung begrüßen Daryl Anker. Wie geht es dir, Daryl? Mir geht's super. Und dir, Alex? Mir geht's prima, mein Freund. Vielen Dank, dass du wieder da bist. Unser letztes Gespräch hat eingeschlagen wie eine Bombe. Unser Gespräch wurde geliebt und weltweit schauen und hören Menschen es immer noch. Und es sind mindestens 6 Monate, glaube ich. Mindestens. Ja, für mich ist die Zeit gerade total fließend. Ich weiß nicht mal, welchen Tag wir haben. Es lief wirklich gut. Ich rief dich an und fragte, hey, willst du wieder mitmachen? Sicher finden wir noch Themen zum Besprechen. Danke, dass ich wieder mitmachen darf. Ich schätze es sehr. Nein, ich schätze dich, mein Freund. Deine Arbeit mit Bashar ist ziemlich bemerkenswert und irgendwie witzig. Viele meiner anderen Gäste, sie kommen wieder und sagen, oh, ich sah dein Interview mit Daryl, liebe Bashar. Und ich so, ich bin gut mit Daryl befreundet. Echt jetzt? Ja, wirklich. Es ist einfach spaßig und wieder sehr lustig. Falls ihr die erste Folge verpasst habt, Daryl und ich kennen uns schon ewig. 13 Jahre, glaube ich, mittlerweile. Ja, wahrscheinlich mindestens. Ich hatte keine Ahnung. Die ganze Bashar-Seite seiner Welt für 6 Jahre. Weil wir nur Filme gemacht haben. Wir haben nur zusammen Filme gemacht. Das ist nicht ankündigungswürdig. Man trägt kein T-Shirt mit Ich spreche mit Bashar. Ich werfe das mal in den Raum. Vielleicht gibt's Merch für dich. Ja, ich bin ein Alien-Telefon. Aber ja, also ich wollte dich zurückbringen und ich hatte ein paar Fragen, die hoffentlich den Zuhörern helfen werden. Meine erste Frage ist, du channelst Bashar nun schon seit fast 40 Jahre lang. Kannst du mir sagen, warum er gerade jetzt gewählt hat, seine Botschaft zu senden, im Rahmen der Menschheitsgeschichte genau jetzt? Gott, sieh, was auf unserem Planeten geschieht. Ich meine, es gibt einige Dinge. Ja, nicht sehr viel. Ein sehr langweiliger Ort. Nun, zuallererst eine Einladung voller Energie an Außerirdische, indem wir den Weltraum erforschen. Ein Bewusstsein dafür, dass wir nicht allein sind. Wahrscheinlich nicht die einzige Zivilisation, was gleichsam eine Botschaft aussendet. Ihnen deutlich zu machen, dass wir eventuell bereit sind für eine Verbindung, einen Dialog, um zu prüfen, ob wir den Kontakt weiterverfolgen wollen oder nicht. Das ist also ein Punkt. Zweitens ist es offensichtlich, dass wir jetzt andere Werkzeuge benötigen. Im 21. Jahrhundert müssen wir uns von vielen überholten und altmodischen Definitionen und Ideen lösen. Und sie erkennen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, einige neue Ideen und Definitionen einzuführen. Und hoffentlich bewirkt das eine Veränderung in unserer Realität oder zumindest in der Realität einiger Menschen, um wiederum unsere Schwingung zu verändern und uns der Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, mit ihnen näher zu bringen. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen, denn Sie sagten, wir sollten alte Ideen, die uns nicht mehr dienen, loslassen. Doch viele dieser Ideen und Verhaltensweisen sind so tief verwurzelt, dass eine Änderung fast unmöglich scheint, es sei denn, es erfolgt ein starkes kollektives Zusammenwirken, die Wahl der Veränderung. So ähnlich als die Pandemie ausbrach, war das der erste große Schock für das System, wo nun Leute von zu Hause arbeiten, ihr Leben überdenken. Es war diese riesige Pause, die der ganze Planet im Grunde genommen gebraucht hat. Es war sehr, soweit ich weiß, hat es das in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Ja, sicherlich nicht auf diese Weise, aber sie nutzen solche Dinge wieder aus. Sie erkennen, dass das eine psychologische Veränderung ist, ein Umschwung, bei dem Menschen beginnen, nach anderen Dingen zu suchen, sich neuen Ideen zu öffnen.
Und so sind sie bereit, das zu nutzen und zu sehen, was wir aufnehmen wollen. Aber es muss nicht unbedingt alles auf einmal passieren. Wenn sich immer mehr Einzelne verändern, dann wird es mit der Zeit eine kollektive Veränderung. Genau wie bei allem. Jede Generation beginnt, ein neues Kollektiv zu werden mit neuen Ideen. Ich meine, denk wirklich mal so darüber nach. Seit den späten 60ern zweifelt kaum jemand daran, dass wir im Weltraum waren, oder? Als ich zur Welt kam, war das noch nicht der Fall. Doch heute glauben 30, 40 und 50-Jährige, dass die Menschheit schon immer im All war. Das ist eine bedeutende Veränderung in unserem kollektiven Bewusstsein und signalisiert, wie ich sagte, eine Art Einladung an andere Wesen zu erkennen, dass wir vielleicht bereit sind für ein erweitertes Bewusstsein darüber, was im Universum existiert. Ist es, weil viele der Ideen und Botschaften, die Bashar vermittelt, sie sprechen zwar zu einem gewissen Grad über Raumfahrt und Technologie, aber es geht in erster Linie um inneres Wachstum, die innere Entwicklung der menschlichen Seele und der Menschheit insgesamt. Muss ich fragen, warum es Sie interessiert? Warum überhaupt, wir Barbaren? Nun, in gewisser Weise, ohne jetzt tiefer in die Geschichte einzusteigen, sind wir mit ihnen verwandt. So, Sie sehen uns so an. Wir haben wirklich eine genetische Verbindung zu ihrer Zivilisation. Es ist eine große, lange Geschichte. Sie sehen uns als Familie und wollen helfen. Sie kennen das Leben als Teil einer größeren galaktischen Gemeinschaft und dessen Effekte, wie es die Perspektive und das Weltbild einer Zivilisation wandeln kann. Aber nochmal, sie zwingen uns zu nichts, deshalb bleiben sie eher im Hintergrund und liefern nur Informationen auf verschiedene Weisen, wie durch Kanäle und so weiter, um zu sehen, was wir bereit sind aufzugreifen, woran wir uns halten wollen. Und dann entscheiden wir selbst, ob wir weitergehen wollen. Aber aus ihrer Perspektive. Die Art Zivilisation, die sie sind. Sie sind leidenschaftlich. Menschen beim Erwachen zu unterstützen, ist ihre Art, denn sie kennen die Bedeutung ihrer eigenen Entwicklung bis zu dem Punkt, an dem sie ihr Bewusstsein erweitern konnten. Sie wissen, was es einem Menschen bietet, wenn sein Bewusstsein offen ist. Sie zwingen uns nicht blind zu glauben, sondern bieten uns einen Werkzeugkasten an. Wenn wir diese Werkzeuge nutzen, beweisen wir uns selbst, dass es alternative Lebenswege gibt, die unser Erleben der Welt verändern können. Das ist ihre Arbeitsweise. Also, wenn du von Erwachen sprichst, ein Thema, das mich fasziniert, ich habe hier ein Buch darüber. Yogis sprechen seit etwa 5000 Jahren davon, aus Maya, der Illusion, zu erwachen. Im Laufe der Zeit entstanden viele Philosophien und Religionen dazu. Kannst du das näher erläutern? Was meinst du mit Erwachen? Ist das ein neuer Begriff? Es ist die Simulationstheorie, die im Grunde Maya ist, also dass wir in einer Illusion leben. Meinst du damit Erwachen? Du erwachst zur Realität, dass dies nicht echt ist. Wir befinden uns auf einer anderen Daseinsebene, aber das ist nicht das einzig Wahre. Ja, das gehört dazu. Und ich möchte vorsichtig sein, wenn wir das Wort Illusion verwenden, denn es ist nicht so, dass die Erfahrung der physischen Realität nicht echt ist. Sicher, die Erfahrung ist sehr real, doch wir, so sagt er, und wie du erwähntest, auch viele andere Lehrer im Laufe der Zeit, sind die Schöpfer dieser Illusion. Es ist eine Projektion des Bewusstseins. Ich habe gerade einen aktuellen Artikel gelesen, in dem sogar die Quantenphysik beginnt, der Idee näher zu kommen, dass all dies nur eine Art holographische Projektion von irgendwoher ist. Also fängt selbst die Wissenschaft an, über die flüchtige Beschaffenheit der physischen Realität zu sprechen. Ja, es geht darum, sich bewusst zu werden, dass was wir im Leben erfahren, ist unsere eigene Schöpfung und wird davon bestimmt, was wir für wahr über uns selbst halten und welchen Prozess wir zu durchlaufen versuchen, um uns beim Lernen und Wachsen zu unterstützen. Aus Bashars Sicht ist das der eigentliche Sinn der physischen Realität. Es ist so, als würden wir vergessen, dass wir ein erweitertes Wesen sind, damit wir aus einer anderen Perspektive
wiederentdecken können, dass wir ein erweitertes Wesen sind. Und so dehnt sich die Schöpfung aus. Denn die Struktur der Existenz ändert sich nach ihm nie. Sie ist, wie sie ist, aber unsere Beziehung zu ihr, unsere Erfahrung von ihr, unsere Perspektive auf sie verändert sich. So wächst die Schöpfung stetig. Und so die Vorstellung, diese physischen Erfahrungen, diese begrenzten Erfahrungen zu durchleben, mit der Versuch oder Möglichkeit, diese Illusion zu durchbrechen und zu erkennen, dass du dies selbst erschaffen hast, zu einem bestimmten Zweck. Erweitert wirklich dein Bewusstsein, gibt dir eine neue Perspektive auf das Leben und macht dadurch alles um einiges leichter verständlich. Genau. Denn ohne ein Verständnis für ein erweitertes Bewusstsein scheint alles nur zufällig und chaotisch einfach verrückt zu sein. Ja, aber wenn man die Natur und die Struktur davon versteht und wie wir es erschaffen, was Bashar ja ausführlich erklärt, dann wird es zu etwas, bei dem man wirklich am Steuer sitzen und die Erfahrung machen kann. Das wird dir immer noch die Lektionen geben, die du lernen möchtest und dir beim Wachsen helfen. Aber es muss kein Leiden sein. Es muss kein Kampf mehr sein. Also dies ist unser Erwachen, dass wir nicht notwendigerweise kämpfen müssen. Wir müssen nicht leiden. Herausforderungen werden natürlich immer wieder kommen. Aber für Bashar sind Herausforderungen unterhaltsam. Sie fördern neue Perspektiven und Wachstum. Es geht nicht um das Verlieren von Herausforderungen, sondern um das Überwinden von Leid und Mühen, denen wir seit Jahrtausenden ausgesetzt sind, weil unsere Optionen waren begrenzt, da unser Wissen es war. Sie versuchen daher, uns beim Verstehen zu helfen, wie die Dinge wirklich funktionieren, unser Verständnis von Universum, Schöpfung und Realität vertiefen, um mehr Werkzeuge zu haben und kreativer zu sein, ohne Kampf und Leid. Sie haben erwähnt, dass wir unsere Realität wählen und diese Projektion vor uns auswählen. Können Sie das etwas näher erläutern und den Leuten erklären, die das vielleicht nicht verstehen, dass wir tatsächlich die Realität erschaffen, in der wir täglich wandeln? Ja, ich verstehe die Verwirrung um die Verwendung dieses Wortes, da Sprache begrenzt ist. Wenn ich und Bashar sage, dass wir wählen, heißt das nicht, dass wir uns bewusst dafür entscheiden. Du hast dich nicht bewusst entschieden, in einen Unfall verwickelt zu werden. Bashar spricht von Glaubenssystemen und Definitionen über dich und das Leben, die du aufgrund deiner Erziehung wählst. Glaubenssätze wie „Ich bin es nicht wert“ oder „Mir passieren schlechte Dinge“, die im Unterbewusstsein verankert sind, führen zu bestimmten Effekten. Das meint er, wenn er sagt, dass wir wählen und erschaffen. Ein großer Teil seiner Lehren zielt darauf ab, uns bewusst zu machen, was wir unbewusst wählen. Es geht darum, in Kontakt zu treten und sich der Glaubenssätze bewusst zu werden, die man über sich selbst hat, um eine bessere Definition und Beziehung zu allem zu entwickeln, was passiert, und dies zum eigenen Vorteil zu nutzen. Statt auf Autopilot zu leben und unbewusste Überzeugungen das Leben steuern zu lassen, soll man sich seiner selbst bewusster werden und wacher sein in Bezug darauf, wer man ist. Dies führt zurück zum alten Sprichwort: Erkenne dich selbst. Man soll sich selbst erforschen, um zu verstehen, warum man glaubt, was man über sich selbst glaubt und warum man an Glaubenssätzen festhält, die von Eltern, Schule, Freunden oder der Gesellschaft stammen, die einem nicht dienen und nicht der eigenen wahren Identität entsprechen. Es geht wirklich darum, tiefer in sich selbst graben, herausfinden, was man für wahr hält und verstehen, ob man daran festhalten oder es durch eine Definition und einen Glauben ersetzen möchte, der besser zu einem passt und der dann eine Veränderung in der Art und Weise bewirken wird, wie man sein Leben und seine physische Realität erfährt. Aber dein Vorschlag, in sich selbst hineinzuschauen und Selbstanalyse zu betreiben, ist für viele beängstigend. Warum eigentlich? Das ist eine andere Dev. Wir verfangen uns in diesen Ketten und Verknüpfungen von Definitionen, eine stützt die andere. So haben wir viele Definitionen, die uns sogar daran hindern, diese Definitionen zu finden, weil wir zu sehr fürchten, dass das, wovor wir Angst haben, wahr sein wird, wahr sein wird. Und aus Bashars Perspektive wird es nie wirklich wahr sein, weil wir sind ein Teil der Schöpfung, Spiegelbilder Gottes oder des All-Einen, nenne es wie du willst. Aus seiner Sicht gibt es keine Fehler in der Schöpfung. Wenn wir also existieren, was der Fall ist, sind wir dieser Existenz würdig. Zu glauben, dass wir es nicht wert sind oder es nicht verdient haben,
ist gleichsam ein Streit mit der Schöpfung. Bashar sagt, dass wir diesen Streit nie gewinnen werden, denn wir können nicht aufhören zu existieren. Also solltest du einfach aufgrund deiner Existenz akzeptieren, dass du ihr würdig bist und aufhören, dich selbst zu bemitleiden und herabzusetzen. Wir sind Spiegelbilder der Schöpfung, hier, um ihr zu erlauben, alles zu sein, was sie ist. Also müssen wir auf einer grundlegenden Ebene beginnen, die Ketten negativer Selbstdefinitionen zu sprengen, die uns niederhalten. Oft sind wir uns nicht einmal bewusst, dass wir solche Definitionen haben. Sie zu finden, ans Licht zu bringen und zu sagen, Moment mal, das macht keinen Sinn. Es ist sinnlos, so zu denken und zu glauben. Das ist der erste Schritt aus Bashars Sicht, um diese Ketten zu brechen und uns zu befreien. So erkennen wir, dass wir die Definitionen wählen können, die für uns funktionieren, denn wir sind einzigartig. Unsere Sichtweise ist einzigartig. Als besondere Schöpfungsteile sollten wir unser ganzes Selbst im Leben ausdrücken. Also passiert das gerade in der Gesellschaft? Ich habe das Gefühl, dass vieles, was unter der Oberfläche lag, ist hochgekommen. Und deshalb gibt es jetzt so viel mehr. Alles, ich meine von Krieg und Gewalt über Politik bis hin zur Wirtschaft, ist das, was gerade in der Menschheit passiert? Er hat genau das gesagt. Denn die Leute fragen, warum ist es gerade jetzt so verrückt? Und er meint, nun, ihr durchlebt diesen Zyklus der Negativität seit Tausenden von Jahren. Ihr seid quasi am Ende und steht kurz davor, in etwas Neues überzugehen. Aber um das zu tun, muss man gewissermaßen alles auf den Tisch legen. Die ganze Negativität, die ganze Positivität, jede nur denkbare Entscheidung. Ihr seht jetzt gewissermaßen alles an einem Ort. Das gibt uns die Chance zu fragen, wollen wir so weitermachen? Ich meine, seht euch an, wie stark die Spiegelungen sind von Dingen, die gerade passieren. Wie du sagst, Krieg und Rassismus und all diese Dinge kommen gerade richtig zum Vorschein, weil es an der Zeit ist, dass wir uns diesen Problemen stellen und wirklich Entscheidungen treffen darüber, welche Art von Welt wir haben möchten. Also, es ist ein bisschen komplizierter als das. Aber im Grunde sagt Bashar, hier ist eure Chance. Sie wird wahrscheinlich nur eine Weile bestehen. Und manche Menschen werden Entscheidungen treffen, die sie in die eine Richtung führen. Und andere werden Entscheidungen treffen, die sie in eine andere Richtung führen. Und was er damit sagen will, ist, das Konzept paralleler Realitäten greift die Vorstellung auf, dass alles gleichzeitig existiert. Zeit ist demnach eine Illusion. Es existieren zahlreiche Versionen der Erde im Hier und Jetzt. Der Kerngedanke ist nicht, die Welt, auf der wir leben, zu verändern, sondern vielmehr, unsere eigene Schwingung so zu justieren, dass wir uns in Richtung einer parallelen Erde bewegen, die bereits in größerem Maße das reflektiert, was wir bevorzugen. Es ist wie ein Schmelztiegel der Ideen. Hier gibt es Negativität, Positivität, Neutralität. All diese unterschiedlichen Zustände stehen uns zur Wahl. Was willst du wählen? Also wenn Menschen anfangen, das eine dem anderen vorzuziehen. Sowohl einzeln als auch gemeinsam beginnen sie, sich in diese Richtung zu bewegen. Schließlich sagt er, in den kommenden Jahren werden die vielen Menschen, die eine bestimmte Richtung wählen, tatsächlich so etwas wie eine Verfestigung davon schaffen. Perspektive für sich selbst schaffen und nicht mehr in der Lage sein, Menschen mit einer anderen Vorstellung zu erleben. Er sagt also, das nennt man das Spaltungsprisma aus seiner Sicht. Und es ist, als wären wir buchstäblich in einem Bahnhof und entscheiden, welchen Zug und welches Gleis wir nehmen wollen. Aber letztendlich wird der Zug, den du besteigst, der einzige sein, auf den du aufsteigen kannst. Denn jetzt gehen alle Gleise in verschiedene Richtungen auseinander. Und wenn du einmal zu weit in deine Richtung gefahren bist, wird es noch schwieriger sein zu entscheiden, oh, ich möchte in jenen anderen Zug, denn jetzt ist er wie hunderte Kilometer entfernt. Also ist jetzt die Zeit der Wahl. Dies ist die Zeit, in der wir entscheiden müssen, welche Realität wir wählen wollen und was wir unweigerlich erleben werden. Währenddessen machen andere Menschen in anderen parallelen Realitäten völlig unterschiedliche Erfahrungen als wir. Nun, ich meine, ich denke, dass selbst in dieser Realität die Menschen Dinge auf völlig unterschiedlichen Ebenen erleben, sei es Armut, sei es Gewalt oder was auch immer es sein mag. Ist es aus der Perspektive von Bashar wahr, dass wir Schwingung sind und je höher die Schwingung, desto mehr ziehen wir an? Mit anderen Worten, ein Meister des Yoga, ein Sufi-Meister oder so etwas wird wahrscheinlich nicht auf der Straße ausgeraubt, mehr oder weniger. Es sei denn, er muss eine Lektion lernen.
Aber generell gesprochen. Im Allgemeinen, ja, es geht um Resonanz. Es geht um Frequenz. Was du aussendest, bekommst du zurück. Es ist wie eine Stimmgabel. Du schwingst auf einer bestimmten Frequenz. Das ist es, was dir zurückgespiegelt wird, denn das ist alles, was dir zurückgespiegelt werden kann. Er sagt im Grunde, du kannst nicht erfahren, was nicht deine Schwingung ist. Und umgekehrt, du kannst nur erfahren, was deine Schwingung ist. Wie gesagt, es gibt da einen gewissen Spielraum, was passieren kann, denn, Leute, wir wurden darauf trainiert, bestimmten Dingen eine spezielle Bedeutung zuzuweisen. Und im Grunde sagt Bashar, er meint das nicht negativ, das Leben ist bedeutungslos, es hat keine inhärente Bedeutung. Wir geben ihm Bedeutung und so erleben wir es. Also, auf welcher Schwingungsebene du dich befindest, bestimmt, wie du beginnst, die neutralen Ereignisse, die geschehen, zu interpretieren und du hauchst ihnen Bedeutung ein. Und das fängt an, deine Welt zu färben, wie du Dinge siehst und erlebst. Denn wenn du wirklich innehältst und darüber nachdenkst, kannst du Ereignisse auf sehr unterschiedliche Weisen erleben, je nach deiner Schwingung, deiner Einstellung, deiner Beziehung zu dem, was geschieht. Und er sagt, wenn du in einem positiven Zustand bleibst, egal was passiert, selbst wenn etwas geschieht, das du objektiv nicht bevorzugst, muss es einen Grund haben, wenn du es erlebst. Und wenn du in einem positiven Zustand bleibst, wirst du einen Nutzen daraus ziehen können. Du wirst etwas daraus lernen können, das dich auf positive Weise voranbringt. Er sagt, selbst wenn nichts anderes, kann es so einfach sein wie das Manifestieren von etwas vor dir, das du nicht bevorzugst. Es gibt dir Klarheit darüber, was du durch den Kontrast bevorzugst. Und das ist eine positive Art, das zu nutzen, was du nicht bevorzugst. Und wenn wir es so nutzen, statt zu denken, oh, dieses Ding hat sich in meinem Leben manifestiert, etwas muss falsch laufen, ich mache etwas falsch, ich sollte das nicht erleben, ich sollte darüber hinaus sein. Wenn es passiert, passiert es aus einem Grund. Es ist da und vielleicht sogar da, um dich selbst zu prüfen, um zu sehen. Wirst du auf die alte Weise reagieren und ihm die alte negative Bedeutung geben, die du früher verwendet hast? Oder wirst du anders auf diese Situation reagieren? Denn es geht nicht darum, ob die Außenwelt sich wandelt. Das zeigt, dass du dich verändert hast. Es geht darum, wie du anders auf Geschehnisse reagierst, selbst wenn sie gleich erscheinen. Das ist der Beweis deiner Veränderung. Wenn du dich nicht wirklich gewandelt hast und weiterhin altbekannt reagierst, warum sollte sich dann die Welt ändern? Weil du im Grunde gleich geblieben bist. Weil du noch so reagierst wie früher. Anders zu reagieren und zu antworten, das ist der Kern von Veränderung. Letztendlich bewirkt dies, dass sich das Äußere wandelt. Denn es ist ein Spiegelbild, ein Widerschein. Es ist, als blicke ich in den Spiegel und sehe, wie sich mein Gesicht verzieht. Doch ich beharre darauf, dass es lächeln soll. Es lächelt nicht, bevor du es nicht tust. Es kann nicht. Es ist ein Spiegel. Oder, wie früher, als ich jünger war, bekam ich vor Wut stets Wutanfälle beim Autofahren. Alter. Ich komme aus Los Angeles. Jesus. Dort lebe ich. Aber mit dem Älterwerden und hoffentlich einer Entwicklung als Erwachsener oder Seele, solche Dinge, lass nur. Ich nehme es nicht persönlich. Wenn jemand so ist, dann bin ich so, ich gehe einfach weiter und lasse es hinter mir. Aber als ich jünger war, da bin ich einfach reingegangen. Es war verrückt, oder? Weil du unbewusste Definitionen hast, die suggerieren, dass dir Schlechtes widerfährt, nicht wahr? Wie wagen Sie mich zu unterbrechen? Stimmt's? Kennst du mich etwa nicht? Ich hörte neulich eine Geschichte über eine Person am Check-in eines Flughafens hatte mit einem solchen Kunden zu tun, nicht wahr? Er bekam nicht seinen Willen. Nach dem Motto, kennen Sie mich nicht? Nutzte sie das Intercom und sagte, falls jemand helfen kann, hier ist ein Herr, der nicht weiß, wer er ist. Was für eine beeindruckende Art, das zu handhaben. Oh mein Gott, unglaublich. Sie haben etwas angesprochen, was damit zu tun hat, dass alles im gewissen Sinne bedeutungslos ist. Und ich verstehe, was Sie damit meinen, in Bezug auf die Konzepte von Gut und Böse. Und dass, soweit ich es begreifen konnte, Gut und Böse relativ sind. Konzepte, die wir nutzen, basierend auf unserem gesellschaftlichen Moralkodex. Sie sind Werturteile. Bashar vermeidet die Worte gut und schlecht. Er spricht von positiven und negativen Energien. Und aus seiner Sicht ist das wirklich nur eine mechanische Beschreibung. Mit anderen Worten, positiv ist das, was vereint, was erweitert, was verbindet. Negativ ist einfach das, was trennt, vermindert, separiert. Und ist quasi
deine Perspektive einschränken, deine Sichtweise begrenzen. Er spricht also wirklich von der Vorstellung, dass es Positives geben kann, aber auch Negatives. Aber manchmal kannst du auch etwas Negatives aus einem positiven Grund nutzen und etwas Positives aus einem negativen Grund. Deshalb meidet er die Werturteile von gut und schlecht, denn aus seiner Sicht ist das wirklich nebulös. Und er versucht zu beschreiben, was energetisch und mechanisch mit uns passiert, wenn wir in Begriffen von positiver und negativer Energie oder einem Mechanismus, den wir verwenden, denken. Denn schau, ich meine, wir sind erweiterte Wesen, unbegrenzte Geister, die einen negativen Mechanismus nutzen, um unser Bewusstsein zu begrenzen und physische Erfahrungen zu machen, denn wir sind mehr. Wir verwenden diesen negativen Mechanismus aus positiven Gründen. Deshalb ist es nicht nur schwarz-weiß, es hängt davon ab, was du damit machst und wie du es nutzt. Du hast von Bashars Formel gesprochen. Ich denke, sie besteht aus 4 oder 5 Schritten. Könntest du die 5 Schritte kurz durchgehen, bitte? Natürlich. Und jeder dieser Schritte benötigt eine tiefere Erklärung, damit die Leute wirklich verstehen, wie das funktioniert. Es ist ein Werkzeugkasten. Tatsächlich bezeichnet er es als eine Bedienungsanleitung, genau wie man eine Anleitung bekommt, um eine Maschine zu bedienen. Er sagte, wenn du den Anweisungen folgst, wird die Maschine wie beworben zu deinem Vorteil funktionieren. Wenn nicht, funktioniert die Maschine vielleicht, aber vielleicht verletzt du dich oder etwas anderes geht an der Maschine kaputt. Also die 5 Schritte in seiner Anleitung oder Formel sind: erstens, folge deiner Leidenschaft. Zweitens, gehe ihr so vollständig und intensiv wie möglich nach, solange du kannst. Drittens, setze deine Arbeit daran fort, bis du nicht mehr weitermachen kannst. Viertens, handle ohne jegliche Erwartungen oder Forderungen an das Ergebnis deiner Handlungen. Nummer 4, bewahre einen positiven Zustand, egal was geschieht, denn so kannst du am meisten davon profitieren. Und Nummer 5, du solltest deine Glaubenssysteme gründlich hinterfragen, um zu verstehen, warum du das glaubst, was du glaubst. Oft sind es bloße Gewohnheiten, die uns leiten. Diese 5 Dinge ermöglichen es Menschen, tieferen Einblick zu erlangen und so eine gewisse Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen. Wenn sie diese Dinge gezielt und präzise anwenden, beginnen all die damit verbundenen Ereignisse zu geschehen. Das Leben wird synchronistischer, Synchronizität nimmt zu und es entsteht ein Weg des geringsten Widerstands. Es verbindet uns mit anderen Formen unserer Begeisterung, wird zum Motor in unserem Leben und gibt Kraft, voranzukommen. Es zeigt auf, was in unserem Glaubenssystem nicht stimmig ist, damit wir es überprüfen und loslassen können. Es verbindet uns mit aller nötigen Unterstützung. Diese Dinge passieren automatisch. Folge diesen 5 Schritten und es wirkt wirklich magisch. Doch es ist nicht bloß die Vorstellung von Magie. Es geht darum, dass die Realität so operiert. Es erklärt, wie wir unsere Realität erschaffen, ohne zu wissen, dass wir es so tun. Wenn wir also diesen 5 Schritten aus den Gründen folgen, die er erklärt, warum sie wichtig sind, dann öffnet sich einfach alles und man beginnt zu sehen, wie alles miteinander verbunden ist und wie man jede Situation nutzen kann, die im Leben auftritt und sie aus einer völlig anderen Perspektive betrachten. Es ist wirklich ziemlich erstaunlich. Und das sind ziemlich wirkungsvolle Schritte, diese 5 Schritte. Wenn man das schafft, was übrigens nicht einfach ist, alles. Das ist Überzeugung. Ich meine, Ja, ich verstehe wirklich, was du meinst. Es ist schwierig, weil wir so sehr an veralteten Definitionen festhalten. Genau. du hast recht. Aber er hat auch gesagt, es gibt keine schwierigen Situationen an sich. Nur unsere Definitionen machen sie schwierig. Deshalb müssen wir an der Vorstellung festhalten. Deswegen ist es aus seiner Sicht so wichtig, neue Definitionen zu schaffen. Denn viel metaphysisches Denken, viel spirituelles Denken ist auf sehr veralteten Definitionen aufgebaut. Und wir verstehen es nicht. Wir beschreiben vielleicht eine Erfahrung. Wir beschreiben nicht unbedingt den Mechanismus hinter einer Erfahrung, selbst wenn wir glauben, dies zu tun. Also dieser Unterschied, ich meine, die Analogie passt. Wir sagen, die Sonne geht unter, obwohl wir wissen, dass sie es nicht tut. Die Erde dreht sich und deshalb erleben wir den Sonnenuntergang. Das Beschreiben der Erfahrung eines Sonnenuntergangs erfasst also nicht den Mechanismus, der sie verursacht. Das ist der entscheidende Unterschied. Er betrifft bestimmte metaphysische Konzepte, die wir haben und warum wir meinen, dass sie stimmig sind. Sind nicht der Grund, warum sie funktionieren.
Und indem wir uns in alten Definitionen verfangen, wiederholen wir immer wieder dieselben Muster, dieselben Gewohnheiten und all das Zeug und wir finden nicht heraus, wie wir da rauskommen. Es sind die neuen Definitionen. Es ist das Erkennen des Mechanismus, wie er wirklich ist, der die Erfahrung schafft. Das befreit uns, Dinge auf eine andere Weise zu sehen, so wie als Wissenschaftler entschieden haben, oh, es ist die Erde, die sich um die Sonne dreht und nicht die Sonne um die Erde, veränderte das unsere gesamte Realität. Also, es ist metaphysisch dasselbe, was Bashar anstrebt. Er gibt uns Definitionen, die uns von der Vergangenheit befreien und in die Zukunft aus neuer Perspektive katapultieren. Also die Definitionen, von denen du sprichst, sind veraltet. Jene Definitionen, die damals geschaffen wurden, wurden für die Zeit und die Entwicklung der Menschen in jenem Augenblick geschaffen, was im Grunde Religion ist. Viele Ideen, über die vor 2000 Jahren gesprochen wurde, passen momentan nicht mehr so richtig, denn in der Bibel war Sklaverei in Ordnung. Ich meine, damals hatte es praktisch jeder. Heute ist es verpönt und das zu Recht. Aber das ist ein Beispiel, ein sehr interessantes Beispiel für alte Ideen, alte Definitionen und einfach alles Alte, das heute nicht mehr auf uns zutrifft und wie es sich weiterentwickeln muss. Ist das eine faire Feststellung? Ja, und genau das tut er. Also nochmals, ein tieferes Verständnis der metaphysischen Seite dieser Entwicklung ermöglicht es uns, die Funktionsweise der Realität tiefergehend zu verstehen und lässt uns quasi die Augen öffnen und sagen, oh, ich bin frei, dies zu tun. Ich bin frei, Dinge anders zu sehen. Ich bin frei zu erforschen, was ich nie für möglich hielt, weil ich nicht verstand, wie es funktioniert. Jetzt mit Verständnis können wir das aufgrund seiner geteilten Informationen tun. Ich habe diesen Film in der Show oft erwähnt und werde nicht aufhören, weil er so tiefgründig und vielschichtig ist. Das ist die Matrix. Du bist ein Sci-Fi-Fan, ich bin ein Sci-Fi-Fan. Wir lieben solche Sachen. Aber je öfter man sich die erste Matrix ansieht, desto mehr versteht man, ist diese Reise. Während Neo sein wahres Wesen erkennt, lernt er, die Realität zu verbiegen in der Matrix, die als Analogie für unsere Illusionen steht, unsere Maya, wenn du so willst. Die Realität, in der wir uns befinden, beginnt er zu verändern. Natürlich ist das eine fantastische Sichtweise. Wir werden das nicht tun. Vielleicht können wir Kugeln ausweichen, nicht sicher. Aber die Fähigkeit, unsere Realität anders zu bewegen, habe ich erlebt. Sehr stark diese Fähigkeit, die Realität in die Richtungen zu verschieben, in die ich gehen wollte. Es begann mit einigen kleinen Dingen, aber mit zunehmendem Alter und mehr Übung beginnt man zu denken, nein, ich glaube, geh hierhin. Ich kann dorthin gehen. Wie bei allem Geübten, worin man Fortschritte macht, spiegelt deine Realität diese Fähigkeit wider. Ich erlebe verrückte Synchronizitäten in meinem Leben, die wahnsinnig, aber zur Normalität werden. Dinge geschehen einfach. Sie erscheinen genau dann, wenn nötig, präzise, perfekt. Es ist, als sagte man, okay, das zeigt mir, dass ich mit mir selbst im Einklang stehe und dass ich diese Dinge so anwende, dass ich mein Leben wirklich in eine bessere Richtung lenken kann. Also ja, es gibt tatsächlich greifbare Ergebnisse dabei. Und ich weiß, dass viele über das Gesetz der Anziehung und das ganze Geheimnis sprechen. Und ich denke, das war einfach so ein Oberflächenschicht dieses Konzepts, aber es hat es einer großen Menge von Menschen näher gebracht. Ja, Bashar sprach kürzlich über ein Missverständnis beim Gesetz der Anziehung. Was du aussendest, bekommst du zurück. Doch es gibt mehr, soweit ich damit in Berührung gekommen bin. Und das ist korrekt. Die Idee, dass man eine bestimmte Frequenz benötigt, um gewisse Dinge anzuziehen, ist wahr. Das Missverständnis, das er anspricht, ist, dass wir glauben, diese Frequenz erlernen zu müssen. Was er meint, ist das Gegenteil. Wir sind diese Frequenz schon. Das ist unser natürlicher Zustand. Unsere Grundschwingung zieht an, was wir im Leben benötigen. Es ist nicht nötig, sie zu erlernen, sondern wichtig, sie nicht zu blockieren. Wir sollten Überzeugungen, die diese Frequenz stören, beiseite legen. Es geht mehr darum, Irrelevantes zu entfernen, als zu lernen, wie wir diese Frequenz aussenden. Das ist unsere natürliche Frequenz.
Es ist so, als würde man Schicht für Schicht Kleidung ablegen. Man ist beladen mit Unmengen von Mänteln, Jacken und Pullovern und nach zieht man sie aus, um zum wahren Kern des eigenen Ichs zu gelangen, ohne all diesen Ballast. Genau. Wenn du willst, dass die Sonne deine Haut erreicht, musst du all diese Kleidung ablegen. Richtig. Und Stück für Stück. Aber wir laufen herum, beladen mit Tonnen und Tonnen von Zeug auf uns. Stimmt's? Also, wenn Leute herumlaufen und denken, okay, ich muss diese Frequenz lernen, ist es irgendwie so, als würden sie nicht wirklich realisieren, dass sie all diese Kleidung tragen. Es ist, als würden sie versuchen, etwas zu tun, was sie bereits tun, ohne zu wissen, dass sie es tun, was Verwirrung stiftet. Wenn sie also erkennen, dass diese Frequenz wirklich unser wahres Ich ist und wir alles, was nicht wir selbst sind, ablegen müssen, wird die Idee einfacher. Es ist etwas, worauf wir gezielt schauen können, was steht dieser Frequenz im Weg, anstatt zu fragen, was ich tun muss, um diese Frequenz zu erlernen, denn das kann ziemlich nebulös sein. Was soll ich tun? Es ist, als könnte ich sagen, ich finde diesen negativen Glauben, diese angstbasierte Überzeugung in mir und lasse sie los. Das ebnet den Weg, damit diese Frequenz anzieht, was du brauchst, denn sie wirkt schon wie ein Leuchtturm. Genau das ist es. Nur Wissen. Es sind die Informationen, die wir brauchen, wenn du nicht weißt, wonach du suchst. Genau das ist der Wahnsinn, von dem wir sprachen. Es ist, als versuchte ich schneller zu laufen mit all diesen Mänteln. Ich denke, man könnte sie ablegen, doch du weißt nicht einmal, dass du sie anhast. Genau. Und das ist für mich der wesentliche Nutzen von Bashars Informationen. Er erklärt sehr genau, worauf du achten und wie du es loslassen sollst, wie du den Mantel ablegst. Ganz konkret, mechanisch betrachtet, ist es wie eine Bedienungsanleitung. Öffne den Knopf, öffne den Knopf, öffne den Knopf. Zieh es aus. Er führt uns buchstäblich an die Hand, ganz konkret. Nun, es ist Platons Höhlengleichnis. Im Grunde versuchen wir allen zu vermitteln, dass es etwas außerhalb gibt. Hab keine Angst. Ich weiß, es ist hell draußen, doch geh hinaus. Es ist besser als das Schattenspiel an den Wänden, das wir für Wirklichkeit hielten. Genau. Aber siehst du, das ist der Punkt. Er spricht über die Struktur der Überzeugungen, positive, negative. Überzeugungen lassen die physische Realität echt erscheinen, indem sie sich mit Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen verbinden, die die Annahme stützen, dass das, was sie uns sagen, Fakt ist. Erkennst du jedoch, dass eine Überzeugung nur eine Überzeugung ist, kannst du sie dekonstruieren und loslassen. Überzeugungen sind jedoch so konzipiert, dass sie sich selbst aufrechterhalten, denn ohne sie gäbe es keine physische Erfahrung. Die physische Realität ist an sich nicht echt. Bei positiven Überzeugungen stört uns ihre Selbstverstärkung nicht, weil wir das, was sie über uns aussagen, schätzen. Doch negative Überzeugungen müssen wir hinterfragen. Zu einer Art negativer Mechanismen, die sich selbst verstärken, nicht aus Bosheit. Es ist einfach ihre Entwurfsweise, um physische Erfahrungen aufrechtzuerhalten. Häufig führt eine negative Überzeugung, hat quasi ihr eigenes Werkzeugset, um Entdeckung zu vermeiden. Sie wird angsteinflößend zu suchen. Worüber wir gerade sprachen. Richtig, genau. Sei dir bewusst, dass es kein Fakt ist, dass zwangsläufig Schlimmeres passiert, wenn du negativen Glaubensmustern folgst. Es ist, was der negative Glaube dir suggeriert, um sich zu erhalten und damit du weiterhin physische Erfahrungen machst. Sobald du das begreifst, hältst du den Generalschlüssel, um diese Fesseln zu lösen, denn du erkennst, es ist kein Fakt. Es ist nur eine Geschichte, die dir über dich erzählt wird. Ich muss diese Geschichte nicht glauben. Ich kann sie durch einen anderen Glauben ersetzen und eine andere Geschichte erleben. Die Geschichte, die du dir selbst erzählst, formt dein Leben. Das habe ich oft gesagt. Also wenn du glaubst, dass du etwas bist, du verdienst Glück, deinen Traum zu finden und deine Lebensbestimmung zu entdecken. Das ist alles eine Geschichte. Wo früher in meinem Leben, sicher auch bei dir, bevor du diesen Weg eingeschlagen hast. Ich war wütend, sogar sehr. Warum arbeitete ich mit 23-jährigen Filmemachern, die $3 Millionen für ihre Projekte erhielten? Wer zum Teufel gab ihnen all dieses Geld? Ja, das stimmt. Wütend aus vielen Gründen, ohne zu wissen, warum eigentlich. Ich kann dir nicht erklären, wie wütend ich als junger Mann war, ohne Grund, denn ich hatte ein gutes Leben, eine Familie, die mich liebte, ein Dach über dem Kopf.
keine großen Traumata, an die ich mich zumindest erinnern könnte, die es waren. Ich war ziemlich gut drauf. Wenn ich zurückblicke, ich hätte mir selbst eine Ohrfeige verpasst. Ja, das stimmt. Wach auf. Aber wir sehen und erfassen so vieles. Körpersprache, telepathische Signale, all diese Dinge. Aufwachsen in einer von Wut erfüllten Gesellschaft, ohne sein volles Potenzial zu erkennen, tief im Inneren. Wir wissen, dass wir oft falsch liegen. Ich denke, weil uns die richtigen Werkzeuge fehlten, konnten wir bisher nicht gezielt handeln. Für allgemeinen Konsens. Wir ärgern uns über uns selbst und über das Leben und wir werden wütend. Warum ist es nicht so, wie wir es uns im Geiste vorgestellt haben? Warum können wir dies nicht tun? Und warum können wir das nicht tun? Wir vergessen oft, dass wir aus einem bestimmten Grund hier sind, um zu lernen, bis wir reif genug sind, um zu beginnen, diese Idee zu sehen. Also ja, wir kommen in diese Welt und nehmen den Ärger der Gesellschaft auf uns, die seit Jahrtausenden negative Erfahrungen macht. Und selbst wenn wir, wie du sagtest, große Vorteile in unserem Leben haben, neigen wir dazu, diese zu ignorieren und zu übersehen, weil wir so sehr in diesem emotionalen Aufruhr gefangen sind, der die menschliche Gesellschaft auf der Erde seit Jahrtausenden charakterisiert, mit wenigen Ausnahmen. Wissen aber all die großen Lehrer, die gekommen sind, wissen sie, ob Christus, Buddha, Krishna oder andere, sie sagten alle dasselbe. Es geht nicht ums Folgen, sondern darum, wie sie zu sein. Das ist die wahre Bedeutung. Sie haben völlig recht. Keiner von ihnen sagt, du musst dich beugen. Du musst anbeten, doch keiner sagte wann. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, meint er, folge diesem Pfad und alles wird sich fügen. Das hat er verkündet. Ich bin der Einzige. Er sagte sogar, ihr seid Götter und ihr werdet Größeres vollbringen als ich. Doch die Menschen hören nicht wirklich hin, weil sie es so gewohnt sind, sich wertlos und machtlos zu fühlen, dass sie sich nur an jemanden klammern können, der es nicht ist, und ihm folgen. Aber dann kommt es zu vielen Missverständnissen, weil sie denken, diese Person besitze alle Macht und sie selbst keine. All diese Lehrer haben versucht, uns zu sagen, dass wir die ganze Macht haben und wir sind innerlich das Königreich Gottes. Nur achten Menschen nicht wirklich darauf. Richtig. Wie Yogananda sagte, wurde Christus für einen Tag gekreuzigt und seine Lehren für 2000 Jahre. Welches ist vollkommen in der Vollkommenheit ein perfekter Ausspruch, den ich dich fragen wollte, da du sie erwähnt hast. Diese Art von Meistern, diese Art von aufgestiegenen Meistern, in der östlichen Philosophie als aufgestiegene Meister bezeichnet. Was hält Bashar von jene Lehrer und Meister, die im Laufe von Tausenden von Jahren zu uns gekommen sind, von denen es zahlreiche gab? Jesus hat einfach einen wirklich guten PR-Berater. Buddha übrigens auch. Genau, er beschreibt die Situation sehr genau. Unser kollektives Bewusstsein gibt uns regelmäßig durch diese Wesen diese Möglichkeiten, hin und wieder für jede Kultur. Und es ist unsere Chance, wirklich aufzumachen und darauf zu achten, was sie uns sagen, anstatt in die alten Definitionen zurückzufallen. Ich bin machtlos. Ihr seid allmächtig. Ich muss euch meine Treue schwören und ich bin wertlos und nichts ohne euch. Wir müssen aufhören, dieser Geschichte zu lauschen, denn sie ist nicht die, die uns die aufgestiegenen Meister erzählen. Genau. Nun wollte ich Sie fragen, was Bashars Definition einer Seele ist. Eine Seele ist ein Ausdruck deines Bewusstseins. Auf gewisser Ebene erforscht, entfaltet sich selbst auf eine bestimmte Anzahl von Arten, denn es gibt höhere Ebenen dazu, von denen einige in der Literatur als überbewertet bezeichnet wurden. Natürlich Quelle, alles, was Gott ist und alles dazwischen. Aber eine Seele ist eine individualisierte Reflexion von allem, was ist. Genauso sagen wir, du stehst in der Mitte eines Spiegelsaals und du siehst ein Spiegelbild. Diese Reflexion ist eine einzigartige Spiegelung aus einem besonderen Winkel, einer speziellen Perspektive. Für ihn ist das eine Seele. Da alles aus Bewusstsein besteht, ist es bewusst. Jede Seele ist somit eine einzigartige Reflexion von Gott, Göttin, dem All, mit der Fähigkeit, sich selbst zu verstehen und zu erkennen aus ihrer Perspektive. Sie trägt dadurch zur Gesamterfahrung von allem, was ist, bei. Die Seele, die individuelle Seele kann individuelle Erfahrungen haben, anstatt kollektiver Erfahrungen.
Es ist dafür konzipiert, sich gewissermaßen in ein nicht physisches und physisches Bewusstsein aufzuspalten, um eine physische Realität zu erleben. Ich meine, aus Bashars Perspektive, denn die physische Realität ist eine Illusion. Er sagt, dein natürlicher Zustand ist Geist. Du bist dort. Jetzt bist du im Geist. Du tust so, als wärst du nicht im Geist. Du träumst nicht im Geist zu sein. Ein Teil von dir träumt, er sei es nicht. Aber der größte Teil ist im Geist. Das ist dein natürlicher Zustand, deine individuelle Seele. Erklärt das deine Frage? Ich meine, das ist eine große Frage. Also denke ich, weißt du, was ist der Sinn des Lebens? Es gibt keine einfache Antwort darauf. Aber genau das finde ich gut. Ich wollte einfach nur Richards Sicht auf das Konzept einer Seele hören, weil es so vielfältig definiert wurde. Abhängig von gesellschaftlichen, religiösen Aspekten und Ähnlichem. In gewisser Weise sind keine dieser Definitionen falsch, sondern unterschiedliche Perspektiven. Sie sind verschiedene Teile des Elefanten im Raum. Ja, es ist so eine Art, es führt zurück zu dem, was wir sagen. Aufgestiegene Meister und solche Dinge aus unserer Sicht. Man hat all diese. Es gibt verschiedene Auffassungen. Eine Gruppe sagt, Jesus ist Gott. Eine andere behauptet, Krishna ist Gott. Wieder eine andere meint, Jehova ist Gott. Und eine weitere sagt, Allah ist Gott. Aber es geht nicht darum, dass Jesus Gott ist, Krishna Gott ist, Allah Gott ist, Jehova Gott ist. Es geht darum, dass Gott Jesus ist, Gott Allah ist, Gott Jehova ist. Gott ist alles und jedes. Alles Existierende, einschließlich uns, ist aus ihm gemacht. Wir sind aus Gott geschaffen. Nach Bashar existiert nichts außerhalb davon. Wenn wir unsere Sichtweise umkehren, erkennen wir, dass keine Religion an sich falsch ist. Sie erfassen nur nicht, dass es ein größeres Ganzes gibt und sie einen Teil davon ausmachen. Sie spiegeln alles wider, nicht das Ganze selbst. Für ihre Kultur und Perspektive. Genau. Und nochmal, es ist einfach stammesbedingt, gesellschaftlich. Ich meine, je nach Geburtsort variiert deine moralische Perspektive. Werde es holen. Genau, das ist richtig. Also in gewisser Weise müssen die Leute verstehen, dass all das wahr ist und es nicht nur darum geht, ich habe Recht und du nicht. Und dass du nicht in die Hölle kommst, nur weil du nicht die gleiche Meinung hast. All das hat einen wahren Kern, trotz möglicher Fehlinterpretationen. Entscheidend ist jedoch, dass alles gleichwertig ist, denn unabhängig vom gewählten Pfad führt jeder letztlich zur gleichen grundlegenden Erkenntnis. Sie bringen einen sehr guten Punkt vor, dass auf der Welt passiert gerade sehr viel und es geschieht vieles, was als schlecht gilt, wie Krieg und ähnliche Dinge. Es geschehen negative Dinge. Warum erlaubt Gott das? Diese Frage beschäftigt zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt. Menschen ähnlich Putin? Ich glaube, das ist falsch gefragt. Gott, der alles ist, muss nichts erlauben. Gott ist einfach. Er ist einfach. Wir treffen die Entscheidungen. Wir haben die Freiheit zu wählen. Das ist unsere größte Kraft. Wir können negativ sein. Wir können positiv sein. Sie müssen sich klar machen, wenn Sie im Wörterbuch das Wort bedingungslos nachschlagen, bedeutet es, dass es keine Bedingungen gibt. Wenn wir sagen, oh, Gott ist bedingungslose Liebe, müssen wir das Wort bedingungslos wirklich betonen. Es spielt keine Rolle, denn alles ist Teil Gottes. Es gibt negative und positive Ausdrucksformen, doch die Wahl liegt bei uns. Als individuelle Seelen entscheiden wir, wie wir die Idee umsetzen. Es ist nicht so, dass Gott es will oder zulässt. Es ist vielmehr ein Aspekt dessen, was Gott ist. Wir dürfen entscheiden. Die Kontrolle ist in unseren Händen, wie wir den göttlichen Teil in uns ausdrücken. Wir können Gott nicht verantwortlich machen, dass er nicht eingreift, denn existieren ist eine bedingungslose Erfahrung. Wir bestimmen, wie diese Existenz aussieht. Es ist genau wie zu Beginn eines Fußballspiels. Eine Mannschaft hat Gott auf ihrer Seite, die andere ebenso. Ich meine, sie beten alle so nach dem Motto, ich muss gewinnen, ich liebe den anderen, aber heute will ich ihn vernichten. Kannst du mir helfen, Jesus? Das fand ich schon immer faszinierend. Ja. Und genauso ist es, weißt du, manche Leute, wenn etwas Gutes passiert, sagen sie, Lob sei Jesus. Warum sagen sie nicht, Lob sei Jesus, wenn es mal nicht so läuft? Ist das nicht auch
etwas, das dienen könnte, weißt du? Aber wieder ist es diese stammesmäßige, begrenzte Sichtweise, dass alles um mich geht und um meine Verbindung und die von niemand anderem. Es ist alles, es ist wirklich alles und wir dürfen entscheiden, was es ist. Das ist es, worum es bei Gott geht, dass wir entscheiden dürfen. Das bedeutet, freien Willen zu haben. Ja, wir gestalten unser eigenes Schicksal, aber innerhalb dessen haben wir auch unseren eigenen freien Willen. Also liegt es an uns. Eine Frage, die ich an dich habe, ist, ob wir spirituelle Führung in unserem Leben haben. Ob es Wesen gibt, seien es aufgestiegene Meister, Geistführer, Engel, was auch immer auf der anderen Seite, die uns leiten, unseren Lebensplan, wie wir ihn im Voraus festgelegt haben, um uns die Lektionen zu lehren, die wir lernen müssen. Ja, sie helfen, sie leiten, aber sie tun es nicht für uns, richtig, denn es liegt an uns. Aber sie schlagen vor, sie leiten. Ich meine, in gewisser Weise ist diese Frage fast so, als würde man fragen, haben wir Freunde im Leben? Haben wir Familie? Nur warum sollte es bei Geistern anders sein? Auch dort haben wir Freunde und Familie. Wir haben Menschen, mit denen wir unterschiedlich interagiert haben. Manche tun es einfach aus eigener Entscheidung. Ja, wir haben Führer, wir haben Unterstützung, wir haben sie immer. Bashar hat oft gesagt, ein Satz, den ich wirklich mag, ist Wissen. Du musst nicht um mehr Hilfe bitten. Er sagte, dir wird bereits alle Hilfe zuteil, die du möglicherweise bekommen kannst. Was du tun musst, ist aufwachen und auf die Hilfe achten, die du bereits erhältst. Du musst dir dessen nur bewusster werden. Das ist der Sinn des Betens. Dankbarkeit für das, was du hast, zu empfinden. Dir wird alles gegeben, was möglich ist. Nichts bleibt dir verwehrt. Es geht um das Erwachen zur Erkenntnis, dass du in einem Zustand der Wertschätzung und Dankbarkeit für bereits erhaltene Hilfe bist. Wenn du diesen Zustand erneut erreichst, nimmst du alles klarer wahr. Denn was du aussendest, empfängst du auch. Genau, absolut richtig. Eine weitere Frage habe ich für dich und ich möchte Pichards Meinung dazu hören. Bitte sag es mir, ich will darauf nicht antworten. Welche Rolle spielt die Religion in unserer gesellschaftlichen Entwicklung im Laufe der Geschichte, nicht nur heute? Nun, es hängt von der Person und deren Erkenntnissen ab, eigentlich. Alles in der physischen Welt ist ein Erlaubnisschein. Es kann eine Technik, ein Werkzeug, ein Objekt, ein Ritual oder eine Situation sein. Du denkst, du benötigst dies, um dir selbst zu erlauben, mehr du selbst zu sein. Wenn Religion dein Weg ist, dann ist das der richtige Weg für dich. Nun, das weiß ich im Allgemeinen. Religion kann entmachtend wirken, indem sie behauptet, man benötige sie für eine Beziehung zu Gott, eine Fähigkeit, die man angeblich nicht selbst hat, was ich für Unsinn halte. Doch dient sie als Technik oder Werkzeug, das dir hilft, dich selbst besser zu verstehen und positiver und kreativer zu werden, dann nutze sie ruhig. Das ist völlig in Ordnung. Problematisch wird es, wenn Religion negativ eingesetzt wird, um zu spalten, herabzusehen und sich überlegen zu fühlen. Als andere und solche Dinge, dann denke ich, verliert sie ihre Bedeutung und wird zu angstbasierten Überzeugungen, die in der Person vorhanden sind, die diese Religion praktiziert. Wie ist Bashards Standpunkt zur Reinkarnation, um darauf aufzubauen? Und diese Idee? Denn Milliarden Menschen. Okay, nochmal, jetzt kommen wir zu echt tiefe Metaphysik hier. Für ihn ist die Erfahrung der Wiedergeburt wirklich real. Es ist keine genaue Beschreibung des Mechanismus. Anders gesagt, noch einmal, alles existiert gleichzeitig. Zeit ist eine Illusion. Also wenn jeder und alles zur selben Zeit existiert und nur durch diese Illusion der Zeit getrennt ist, dann entfaltet sich für ihn auf diese Weise das Erlebnis der Reinkarnation. Was wir Vergangenheit nennen, existiert jetzt. Was wir Zukunft nennen, existiert auch jetzt. Wir knüpfen eine energetische Verbindung zu jemandem, der in unserer sogenannten Vergangenheit lebt. Ein Etikett, weil wir deren Erfahrungen und Informationen benötigen, die uns im aktuellen Leben bei unseren Forschungsthemen unterstützen, weil wir gleichsam in der Linearität der Zeit gefangen sind. Wir sind fokussiert, das trifft es besser. In der linearen Zeit fokussiert, sehen wir diese energetische Verbindung und den Informationsdownload als Erinnerung.
Ich war mal diese Person. Nein, diese Person ist diese Person. Aber du stellst eine Verbindung zu dieser Person her, lädst Informationen herunter und deutest sie als Erinnerung, sodass es scheint, als wärst du reinkarniert, als diese Person. So kannst du die illusorische Erfahrung der Reinkarnation machen. Du kannst das Gefühl haben, schon einmal gelebt zu haben und als eine andere Person wiedergeboren zu werden. Da aber alle Menschen gleichzeitig existieren, ähnelt es einem dynamischen Netzwerk, einem Internet, in dem du ständig Informationen austauschst, in der Gegenwart mit all diesen Wesen. Linear betrachtet scheint es, als sei ich erst diese, jetzt diese und später jene Person. Du nutzt also die lineare Zeit, um die Erfahrung der Reinkarnation zu erschaffen, obwohl alles gleichzeitig geschieht. Es sind mehrere gleichzeitige Inkarnationen auf einer höheren Ebene, die du Überseele nennen könntest. Wir könnten alle Erweiterungen derselben Überseele sein. Und von dieser Ebene aus könntest du sagen, das ist mein Leben und mein Leben und das ist mein Leben und das ist mein Leben, aber nur auf der höheren Ebene, nicht als die individuelle Person. Macht das Sinn? Ja, definitiv. Wir verlieren uns hier in Details, tief in den Details. Deshalb bereitet uns Bashar über Jahre hinweg vor, um Dinge wie parallele Realitäten zu verstehen. Zeit ist eine Illusion. Er kann wirklich den gesamten Mechanismus erklären, wie das funktioniert. Und wieder ist das eines der Dinge, der Unterschied zwischen der Definition einer Erfahrung und der Definition eines Mechanismus, der die Erfahrung ermöglicht. Und ich glaube, du hast recht, dass Bashar dich auf diese Konzepte vorbereitet. In meinem Leben erschienen mir Dinge, die ich nun als Wahrheiten erkenne, früher verrückt, weil ich sie nicht verstehen konnte. Wie ist das möglich? Wie könnte ich das jemals tun oder machen? Das sind Überzeugungen, die du langsam entwickelst, sobald der Samen gesät ist. Es wächst doch. Manchmal ist der Boden einfach nicht fruchtbar. Es wird nicht genügend bewässert und das Land ist karg und trocken, aber manchmal sieht man es tatsächlich. Manchmal ist es erst im Alter, dass man zurückblickt und denkt, ich wurde darauf vorbereitet. Ich habe dieses Buch gelesen, das mir Gedanken eingebracht hat, die mir vorher nie in den Sinn kamen. Genau. Obwohl jetzt neue Generationen heranwachsen, die diese Dinge schneller verstehen, weil ich glaube, sie vergessen weniger, wer sie sind. Ihnen wird nicht beigebracht zu vergessen. Und das ist noch etwas, das passiert. Mit Bashars Informationen bin ich nun auch gestoßen. 10-jährige Kinder. Sie können genau erklären, was er sagt. Sie verstehen es. Sie verstehen es einfach. Es ergibt für sie absolut Sinn. Ja, ich habe auch Kinder. Und man kann es ihnen einfach ansehen, dass sie viel besser auf das Leben vorbereitet sind, als ich es in ihrem Alter war. Aber meine Eltern hatten einfach nicht die nötigen Infos. Die Werkzeuge fehlten damals weltweit und das gesellschaftliche Bewusstsein war noch nicht reif. Ich nutze stets das Konzept der Meditation. Wer meditierte, galt als verrückt. Du warst verrückt. Und wenn man darüber spricht, ja, verrückt. Und Channeling am Anfang war wie, wovon zum Teufel redest du? Ich kann es mir vorstellen, vor 40 Jahren, Daryl. Also, ich bin ein Medium. Entschuldigung, Kanal wechseln? Nein, ich bin Medium. Ich spreche mit jemandem, der durch mich spricht. So läuft es, mein Herr, dies hier. Bitte hier entlang zum Weißen. Ziehen Sie diesen weißen Kittel an, auch wenn die Ärmel länger sind. Einfach überziehen. Bitte hierher entlang. Aber mittlerweile wird das Konzept des Channelings nicht nur breiter akzeptiert. Es ist zwar noch nicht weit verbreitet, aber dennoch anerkannter. Es gehört zum Sprachgebrauch der Gesellschaft. Die Leute sagen so, oh, ich channelte diese großartige Person dafür. Aber diese Ideen gab es vor 40 Jahren noch nicht. Man sieht also, Ideen verändern sich zweifellos, nicht wahr? Denn Definitionen wandeln sich. Es ist fantastisch. Also eine weitere Frage zu Bashar für dich. Was sieht er für die Menschheit in den nächsten Jahren vor? Sieht er irgendwas, sieht er für die Zukunft ein positives oder negatives Szenario? Denken Sie daran, was wir besprochen haben. Sie verändern nicht direkt die Welt, auf der Sie leben. Sie wandeln sich und wechseln zu einer Version der Erde, die ihrer neuen Schwingung entspricht. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, seine Zukunft zu gestalten. Er ist zurückhaltend, Vorhersagen zu treffen.
Die wenigen Male, die er Vorhersagen gemacht hat, sagt er, schauen Sie. Es gibt so etwas wie eine Vorhersage der Zukunft nicht. Was eine Person beim Vorhersagen tut, ist, sie spürt die Energie, die in der Gegenwart existiert. Und wenn diese Energie viel Schwung hinter sich hat und es unwahrscheinlich ist, dass sie sich ändert, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie sich manifestieren wird. Man muss jedoch erkennen, dass, sobald eine Vorhersage gemacht wird, sie die Energie verändert. Denn jetzt wissen Sie davon. Und wenn Ihnen das, was als unvermeidlich dargestellt wird, nicht gefällt, können Sie es tatsächlich ändern. Deshalb sagt er, dass es unwahrscheinlich ist, dass dieser Schwung sich ändern wird bei den wenigen Malen, die er Vorhersagen gemacht hat. Daher werde ich Ihnen sagen, dass dies die höchste Wahrscheinlichkeit ist. Ich erinnere mich an 80. Es ist dokumentiert, es gibt eine Aufnahme. Er prognostizierte, dass vor Ende 2001 ein Terroranschlag in New York stattfinden wird. Er meinte, eine Änderung sei unwahrscheinlich. Dann geschah 9/11. Es gibt also Zeiten, in denen er die höchste Wahrscheinlichkeit erkennt und mitteilt, weil sie vermutlich bestehen bleibt, was der Grund für diese Mitteilung ist. Aber abgesehen davon möchte er normalerweise keine Vorhersagen treffen, insbesondere weil, wie ich gerade sagte, es jedem Einzelnen überlassen bleibt, was er in der Zukunft tatsächlich erleben wird, wenn er sich selbst verändert. Wenn du meinst, dass jeder eine eigene Erde erlebt oder in eine andere übergeht, also eine, die er selbst erfährt, unabhängig davon, ob du an parallele Welten glaubst, das ist okay. Aber in der großen Depression, manche Leute standen auf der Straße, andere machten Vermögen während 2008. Manche Leute kamen problemlos durch, andere verloren alles. Gerade jetzt führen Menschen sehr unterschiedliche Leben. Menschen in der Ukraine führen ein ganz anderes Leben als wir hier. Zur gleichen Zeit gibt es überall unterschiedliche Erfahrungen. Wo man auch hingeht, es gibt immer Unterschiede. Aber wenn wir dasselbe Ereignis erleben, manche Menschen gehen mit Situationen anders um oder erleben sie anders. Das war durch die Geschichte hindurch stets so. Ja, genau. Und die Idee ist, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir verändern uns ständig, sogar in diesem Moment. Milliardenfach pro Sekunde wechseln wir in unterschiedliche parallele Versionen der Erde. Dieser Prozess ist so nahtlos, dass wir gar nicht wahrnehmen, wie wir uns verändern. Das ist die zugrunde liegende Idee. Weil die physische Realität eine Illusion ist, beinhaltet das eigentliche Konzept der Bewegung tatsächlich das Wechseln durch verschiedene parallele Realitäten, ganz ähnlich wie ein Animationsfilm durch das Wechseln von Bildern die Illusion von Bewegung erzeugt. Also selbst dies hier. Laut Bashar bedeutet es, buchstäblich durch Milliarden paralleler Realitäten zu wechseln. Denn dies ist eine Realität. Dies ist eine Realität. Dies ist eine Realität. Und dies ist auch eine Realität wie Bilder auf einem Filmstreifen. Er sagt, es geschieht so schnell, dass man nicht merkt, dass es passiert. Du siehst nicht das Flackern beim Wechsel von Bild zu Bild. Nun, so hat mir das noch niemand erklärt. Als Filmemacher verstehe ich, was du meinst. Jeder Frame ist ein anderer Realitätsausdruck dieser Szene. Erst durch das Abspielen hintereinander entsteht die Illusion von Bewegung. Filme und Videos sind Illusionen, nur Standbilder, die mit einer Frequenz abgespielt werden, um Bewegung vorzutäuschen. Die physische Realität ist so aufgebaut, dass es parallele Realitäten gibt, denn es existieren unendlich viele Frames. Man kann in jede Richtung gehen. Deine Frequenz wählt aus, welche Frames du erlebst und mit welchen du einverstanden bist zu erleben. Das ist ähnlich bei anderen Personen, was uns erlaubt, dieses Gespräch zu führen. Wir stimmen beide zu, durch Frames zu wechseln, die unsere Unterhaltung ermöglichen. Doch obwohl wir durch Frames wechseln, ist mein Realitätswechsel nicht deiner. Dein Realitätswechsel führt zu einer anderen. Doch wir einigen uns darauf, Frames zu nutzen, die vorgeben, wir teilten dieselbe Realität, was nicht der Fall ist. Mein Kopf ist kurz davor. Pilzwolke. Nein, das ist großartig. Das ist fantastisch, Daryl. Vielen Dank. Ich werde dir die letzten paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Was ist deine Definition von gutem Leben? Authentisch sein. Sein, wer du wirklich bist. Wie definierst du Gott? Alles, was ist, ist alles. Nichts ist außerhalb. Was ist der letztendliche Sinn des Lebens? Sei du selbst und erlaube dir, zur Entfaltung des Daseins beizutragen. Ich meine, es führt wieder zurück zu der Frage, wer du wirklich bist, als Spiegelbild des Ganzen. Was macht dich aus?
Wie sehr kannst du wirklich du selbst sein? Durchschaust du die Illusion? Kannst du wachsen? Kannst du erkennen, wer du im Innersten bist? Kannst du mehr du selbst sein? Kannst du entsprechend deinem wahren Ich handeln? Das ist der Kern der Leidenschaft. Sie zeigt dein echtes Leben, deine wahre Frequenz, bedeutet, authentisch zu sein, dich selbst zu kennen und danach zu handeln. Und Daryl, wo können die Leute mehr über dich erfahren? Über die Arbeit, die du mit Bashar leistest, deine Bücher, deine Kurse, deine Videos, all diese Dinge. Sie können 2 verschiedene Webseiten besuchen. Sie können bashar.org besuchen, bashar.org, oder Sie können daryllanka.com, barrylanka.com besuchen, um herauszufinden, was bei uns läuft. Ja. Und Sie haben einen fantastischen YouTube-Kanal. Sie veröffentlichen ständig Videos mit Bashar, nicht wahr? Es gibt viele Wege, Bashars Botschaften zu empfangen. Es gibt buchstäblich hunderte Aufnahmen seiner Veranstaltungen. Jeder ist eingeladen, zu erforschen und selbst zu entscheiden, ob sie interessant sind. Es war wie immer ein Vergnügen, mein Freund, mit dir zu sprechen. Ich könnte tagelang mit dir reden, also komm bitte wieder. Ich liebe es. Ich liebe es, mit dir zu plaudern, mein Freund. Danke nochmals, nicht nur für deine Rückkehr, sondern auch für die unglaubliche Arbeit über 4 Jahrzehnte, was unmöglich wirkt, da du wie 25 aussiehst. Also ist das unverständlich. Stenling war sehr gut zu mir. Mein Freund. Ich danke dir sehr. Herzlichen Dank. Danke, Alex. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.